Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial, diesmal mit einem ganz anderen Thema. Ich bin ein großer Liebhaber und Fan von der Dipladenia. Ihr seht hier eine Pflanze, die habe ich mir ungefähr in der 30 cm Größe vor 3 Jahren gekauft, habe das Glück gehabt, konnte sie über die letzten 2 Winter innen in meinem Wintergarten gut überwintern lassen und jetzt hat sie diese Größe erreicht. Aber für nächstes Jahr möchte ich gerne viele kleine Ableger davon selber haben. Wichtig ist, was immer ich euch jetzt zeigen werde, ist zu wissen, wenn wir jetzt hier Stecklinge abschneiden, dass da immer eine weiße milchige Substanz rauskommt. Solltet ihr sehr empfindlich sein mit der Haut, dann macht das bitte unbedingt nur mit Handschuhen. Denn es gibt bei vielen Leuten eine Hautreaktion darauf, wenn ihr nur in Kontakt kommt mit ein bisschen von dieser Milch. Aber ansonsten ist es ganz einfach, sich eigene Ableger davon zu machen. Und das zeige ich euch jetzt. Um für die Stecklinge jetzt was abzuschneiden, schaut euch eure Dipladenia, die ihr eventuell schon habt, genau an. Das, was ihr abschneidet, sollte nicht zu holzig sein, sondern noch relativ frisch und jung. Und ihr könnt irgendwas drunter halten, wenn ihr nicht wollt, dass die Milch gleich überall hinfließt. Und schneidet es erstmal grob irgendwo da ab. Und da könnt ihr schon sehen, da kommt schon die Milch jetzt raus. Und das mache ich dann, wenn ihr das machen wollt, solltet ihr mindestens 3, 4 Stück abschneiden. Ich gucke nach einem, der jetzt noch keine Blüte dran hat. Hier habe ich was Schönes, die kann ich nehmen, die sind auch noch nicht so holzig. Und da schneide ich mir nochmal 2 ab. Und ihr seht, sofort kommt wieder diese Milch daraus. Die wollen, wie gesagt, wenn ihr sehr empfindlich seid, dann achtet darauf, dass ihr da nicht mit in Verbindung kommt. Und jetzt zeige ich euch, wie wir damit weiter umgehen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Topf vorbereitet mit Anzuchterde drin, die ich schon sehr gut angefeuchtet habe. Und nehme nun meine abgeschnittenen Teilchen. Das hier zum Beispiel hat jetzt viel zu viele Blätter. Da müsst ihr als allererstes wirklich noch jede Menge Blätter abmachen, weil sonst hat ihr zu viel zu arbeiten, um das zu schaffen. Also ich würde jetzt hier so 4 Blätter lassen, 2 ganz winzig kleine und stecke die jetzt tief bis runter in meine ganz stark angefeuchtete Erde rein. Das gleiche mache ich mit diesem jetzt, aber das ist mir viel zu viel, das haut mit Sicherheit nicht hin. Das schneide ich nochmal ab und stecke das auch in dieses sehr gut angefeuchtete Erde rein. Hier, das gefällt mir so, ein Blatt könnte ich vielleicht noch abmachen und mache genau das gleiche. Einfach da reinstecken. Jetzt ist es wichtig, das gut zu schließen. Hier einen Clip drum zu machen. Könnt ihr dann in den Topf reinmachen, wenn ihr wollt. Und nun an einem sehr, sehr warmen Ort, das ungefähr 4 Wochen stehen zu lassen. Und ab und zu mal nach einer Woche mal aufmachen, um sicher zu gehen, dass keine Schimmelbildung reinkommt und ein bisschen Luft reinkommt. Und dann wieder schließen und 4 Wochen stehen lassen. Ich muss euch gestehen, ich hatte diese Arbeiten bereits vor ca. 2 Monaten begonnen. Das war jetzt nur eine kleine Erklärung nochmal, wie ich das genau gemacht habe. Und das sind auch schon wieder meine nächsten Züchtlinge, die ich hier angesetzt habe. Wie gesagt, die werde ich jetzt die ersten 4 Wochen beobachten. Unter Umständen kann es auch sein, dass sie 6 Wochen brauchen, bis man sieht, aha, da kommen die ersten kleinen Blättchen in der Mitte rausgewachsen und man kann sie dann teilen und einzeln setzen. Hier ist so einer, den ich vor 8 Wochen ungefähr so eingepflanzt hatte wie diesen. Den habe ich jetzt schon umgetopft. Und vielleicht schon vor circa 4 Wochen habe ich den umgetopft und deshalb ist er schon so schön groß geworden und ist hervorragend angegangen. Und diesen, den habe ich noch mal 2 Wochen früher gemacht gehabt und da könnt ihr jetzt schon sehen, da habe ich schon meine ersten Knospen dran für meine Dipladenias für nächstes Jahr, die jetzt über den Winter auch immer bei mir schön wachsen. Man muss sie halt sehr, sehr hell stellen, das ist ganz wichtig.
Dunkelheit mögen sie gar nicht. Aufpassen, sie nicht zu ersaufen. Viel Wasser mögen sie nicht, aber immer ein bisschen Feuchtigkeit. Das ist ganz wichtig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Tipp und eine Idee geben, euch eure eigenen Dipladenias zu züchten, zu vermehren. Noch ein Tipp dazu, ich bin normalerweise ein Betunien-Fan für meine Balkonkästen, aber für nächstes Jahr plane ich, dass ich mir so viele Dipladenias züchten möchte, dass ich sie in meine Balkonkästen tun kann. Denn sie wachsen ja nicht nur nach oben, man kann sie ja auch dann so einsetzen, dass sie dann schön nach unten hängen. Denn sie wachsen da mit Sicherheit wunderbar. Und noch einen Tipp, was ich auch noch nicht lange weiß: Solltet ihr irgendeine Grabpflege machen müssen und da weiß man, da hat man irgendwas gepflanzt und man kommt eine Woche später hin und die Schnecken oder irgendwelche anderen Tiere haben alles weggefressen. Von der Dipladenia muss man wissen, vielleicht hängt das mit der Milch zusammen, die absondern, wenn sie eine Wundstelle haben. Die Dipladenia, da geht keine Schnecke dran, da geht kein Ungeziefer dran, die Hasen fressen es nicht von den Gräbern weg. Also, probiert es vielleicht auch mal aus, eine Dipladenia auf dem Grab zu pflanzen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und hoffentlich Erfolg, falls ihr das nachmachen möchtet. Tschüss, eure Lilo.